Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Luzi, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut. Es ist ein schöner Tag. Ich möchte über unsere Pläne für das Wochenende sprechen. Hast du schon Pläne? Ja, ich habe einige Pläne. Ich möchte in den Park gehen und vielleicht ein Picknick machen. Wie sieht es bei dir aus? Das klingt nach Spaß. Ich plane, meine Familie zu besuchen und etwas Zeit mit ihnen zu verbringen. Das ist großartig. Welchen Park möchtest du besuchen? Ich denke, ich werde in den Zentralpark gehen. Er ist sehr groß und hat viele Bäume und einen schönen See. Ich mag den Zentralpark. Ich war schon oft dort. Um wie viel Uhr planst du zu gehen? Ich plane, am Morgen gegen 10 Uhr zu gehen. Ich möchte die Blumen sehen und vielleicht auf den Wegen spazieren gehen. Ich werde auch in den Park gehen, aber ich werde am Nachmittag gehen. Ich möchte die Morgenmenge vermeiden. Das ist eine gute Idee. Was wirst du im Park machen? Ich möchte auf dem Gras sitzen, ein Buch lesen und ein einfaches Mittagessen essen. Vielleicht nehme ich ein Sandwich und etwas Obst mit. Ich werde einen Picknickkorb mit Brot, Käse und etwas Saft mitbringen. Ich möchte auch ein wenig Fußball mit meinem Bruder spielen. Fußball spielen klingt nach Spaß. Ich schaue gerne Spiele. Vielleicht kannst du mir später davon erzählen. Ja, das werde ich. Ich plane auch, einige Fotos vom Park zu machen. Die Blumen sind im Frühling sehr schön. Das ist ein schöner Plan. Ich liebe Naturfotos. Was wirst du nach dem Park machen? Am Abend werde ich mit meiner Familie ein kleines Café besuchen. Wir werden Kaffee und Kuchen haben. Ich mag Cafés. Ich könnte auch ein Café besuchen oder vielleicht mit meinen Freunden in ein Restaurant gehen. Das ist eine gute Idee. Essen gehen ist am Wochenende immer schön. Luzi, was wirst du mit deiner Familie machen, wenn du sie besuchst? Ich werde meiner Mutter im Garten helfen und vielleicht ein einfaches Gericht mit ihr kochen. Wir werden reden und den Tag zusammen genießen. Das klingt sehr nett. Zeit mit der Familie ist sehr wichtig. Ja, das ist es. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Ich stimme zu. Ich plane, meine Eltern am Sonntag anzurufen. Wir werden über unsere Woche sprechen und ein kleines Abendessen planen. Das ist sehr schön. Ich liebe es auch, mit meinen Eltern zu reden. Sie geben mir immer gute Ratschläge. Luzi, hast du am Samstagabend irgendwelche Spaßpläne? Ja, die habe ich. Ich plane, einen Film zu Hause zu schauen. Ich werde etwas Popcorn machen und mich entspannen. Ich plane auch, einen Film zu schauen. Vielleicht sehe ich eine Komödie. Ich mag lustige Filme. Komödien sind großartig. Sie bringen mich zum Lachen und machen mich glücklich. Ja, Lachen ist sehr wichtig. Es ist eine gute Möglichkeit, sich nach einer stressigen Woche zu entspannen. Tom, arbeitest du am Wochenende? Nein, ich arbeite am Wochenende nicht. Ich nutze das Wochenende, um mich zu erholen und Spaß zu haben. Und du? Ich arbeite am Wochenende auch nicht. Ich lerne ein wenig, aber ich habe auch Freizeit, um mich zu entspannen. Das ist gut. Wochenenden sind zum Entspannen und Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Ja, ich freue mich immer auf das Wochenende. Es ist meine Lieblingszeit der Woche. Mir auch.
Ich plane meine Woche so, dass ich am Samstag und Sonntag Freizeit habe. Tom, hast du Hobbys, die du dieses Wochenende machen möchtest? Ja, ich male gerne. Ich plane am Samstagmorgen etwas Zeit zu Hause mit Malen zu verbringen. Und du? Ich lese gerne. Ich werde ein Buch in den Park mitnehmen und unter einem Baum lesen. Lesen im Park ist eine schöne Idee. Es ist ruhig und friedlich dort. Ja, ich liebe die Ruhe des Parks. Es hilft mir, mich zu entspannen und meine Freizeit zu genießen. Ich plane auch, Musik zu hören, während ich male. Musik lässt mich kreativ fühlen. Ich liebe Musik auch. Ich werde etwas sanfte Musik hören, während ich mein Picknick-Mittagessen esse. Sanfte Musik ist sehr schön. Sie macht den Tag angenehmer. Tom, planst du, am Wochenende Freunde zu treffen? Ja, das tue ich. Ich plane am Samstagnachmittag einen Freund zu treffen. Wir werden im Park spazieren gehen und reden. Und du? Vielleicht treffe ich am Sonntag einen Freund. Wir werden in eine kleine Kunstgalerie gehen. Das klingt interessant. Ich mag Kunstgalerien. Sie sind ruhig und voller schöner Gemälde. Ja, ich schaue mir gerne Kunst an. Es macht immer Spaß, neue Ideen zu sehen. Wenn du deinen Freund triffst, was werdet ihr machen? Wir werden spazieren gehen, reden und vielleicht eine Tasse Kaffee in einem kleinen Café trinken. Das ist ein guter Plan. Freunde zu treffen ist eine schöne Art, das Wochenende zu verbringen. Ja, ich fühle mich immer glücklich, wenn ich meine Freunde sehe. Wir teilen Geschichten und lachen zusammen. Luzi, planst du am Wochenende einkaufen zu gehen? Ja, ich plane, am Samstagmorgen einkaufen zu gehen, bevor ich in den Park gehe. Ich möchte frisches Obst und Brot für mein Picknick kaufen. Und du? Ich plane am Sonntagmorgen einkaufen zu gehen. Ich möchte neue Kleidung und ein Buch kaufen. Das ist schön. Wo wirst du einkaufen? Ich werde zum kleinen Markt in der Nähe meines Hauses gehen. Es ist am Wochenende sehr belebt, aber ich mag es. Ich stimme zu. Der Markt ist beschäftigt, aber es macht Spaß, spazieren zu gehen und viele Leute zu sehen. Ja, ich treffe immer ein paar Freunde auf dem Markt. Wir plaudern ein paar Minuten, bevor wir einkaufen. Manchmal treffe ich dort meinen Nachbarn. Wir sprechen über unsere Pläne für das Wochenende. Einkaufen ist eine gute Möglichkeit, etwas Freizeit zu verbringen. Ich schaue mir gerne neue Dinge an. Ich auch. Ich genieße es, mir neue Kleidung und einfache Geschenke anzusehen. Hast du vor, am Wochenende Sport zu machen? Ja, ich plane, viel im Park zu laufen. Laufen ist meine Lieblingssportart. Es macht mich glücklich. Das ist großartig. Ich plane am Sonntagmorgen mit dem Fahrrad zu fahren. Es macht Spaß und ist gut für meine Gesundheit. Fahrradfahren ist sehr gute Bewegung. Ich sehe gerne die Stadt, wenn ich fahre. Ja, die Stadt ist am Morgen sehr schön. Es ist ruhig und frisch. Ich mache auch gerne den Übungen und Yoga zu Hause. Das werde ich am Samstagmorgen machen, bevor ich in den Park gehe. Yoga ist sehr entspannend. Es hilft mir, ruhig zu bleiben. Ja, Bewegung und ein ruhiger Geist sind sehr wichtig für ein gutes Wochenende. Ich stimme zu. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich Sport mache. Es gibt mir Energie für den Tag. Tom, planst du, am Wochenende etwas Besonderes zu kochen? Ja, das tue ich. Ich plane meiner Schwester am Samstagabend bei der Zubereitung eines einfachen Abendessens zu helfen. Wir werden Pasta und einen Salat machen. Und du?
Ich plane am Sonntag mit meiner Mutter zu kochen. Wir werden ein kleines Familienessen zubereiten. Ich werde ihr bei der Suppe und dem Dessert helfen. Das klingt sehr nett. Mit der Familie zu kochen macht immer Spaß. Ja, ich lerne gerne neue Rezepte von meiner Mutter. Es ist eine gute Möglichkeit, Zeit zusammen zu verbringen. Ich stimme zu. Ich lerne auch neue Dinge, wenn ich mit meiner Schwester koche. Wir lachen und teilen Ideen. Tom, um wie viel Uhr planst du, am Samstag in den Park zu gehen? Ich plane, um 14 Uhr in den Park zu gehen. Nach meinem morgendlichen Einkauf werde ich zu Hause zu Mittag essen und dann in den Park gehen. Und du, um wie viel Uhr planst du, deine Familie zu besuchen? Ich plane, meine Familie um 10 Uhr zu besuchen. Ich werde den Morgen mit ihnen verbringen und vielleicht im Garten helfen. Das ist ein guter Plan. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit mit deiner Familie. Danke, Tom. Ich hoffe, du genießt deine Zeit im Park. Ja, ich freue mich darauf. Das Wetter ist im Park immer schön. Ich stimme zu. Der Park ist ein ruhiger Ort. Er ist gut zum Spazieren und Entspannen. Luzi, planst du, am Wochenende jemanden anzurufen? Ja, ich plane, meinen Cousin am Sonntag anzurufen. Wir werden über unsere Woche sprechen und vielleicht einen Besuch planen. Und du? Ich plane, meinen Freund anzurufen, der in einer anderen Stadt lebt. Wir werden am Samstagabend telefonieren. Das ist schön. Es ist immer gut, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Ja, ich telefoniere gerne mit meinen Freunden am Wochenende. Wir teilen unsere Neuigkeiten und planen zukünftige Treffen. Ich stimme zu. Ein Anruf ist eine gute Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Hast du am Sonntagnachmittag etwas Freizeit? Ja, habe ich. Ich habe Freizeit, nachdem ich meine Familie besucht habe. Ich plane, mich zu Hause zu entspannen und vielleicht ein Buch zu lesen. Und du? Ich habe auch am Sonntagnachmittag Freizeit. Ich plane, in meinem Garten zu sitzen und die Sonne zu genießen. Das klingt sehr schön. Sich zu Hause zu entspannen ist eine gute Möglichkeit, das Wochenende zu beenden. Ja, ich nutze meine Freizeit gerne, um das zu tun, was mich glücklich macht. Manchmal mache ich sogar ein kurzes Nickerchen. Ich mache auch gerne ein Nickerchen. Ein kurzes Nickerchen macht mich frisch. Luzi, planst du, am Samstagabend etwas Spaßiges mit deiner Familie zu machen? Ja, das tue ich. Nach dem Abendessen planen wir, ein paar Brettspiele zu spielen und vielleicht einen Film zu schauen. Und du? Ich plane, einen Komödienfilm zu Hause mit meiner Schwester zu schauen. Wir werden Popcorn machen und uns entspannen. Das klingt sehr spaßig. Ich schaue gerne Filme mit meiner Familie. Es ist eine gute Möglichkeit zu lachen und Zeit zusammen zu genießen. Ja, lustige Filme machen mich immer glücklich. Ich höre auch gerne Musik nach dem Film. Musik hören ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich werde etwas sanfte Musik spielen, bevor ich schlafen gehe. Luzi, bist du aufgeregt wegen deiner Wochenendpläne? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich habe viele spaßige Dinge zu tun. Ich werde meine Familie besuchen, in den Park gehen und vielleicht einen Freund treffen. Und du? Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich plane zu malen, im Park spazieren zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren und einen Film zu schauen. Ich liebe Wochenenden, weil ich viele verschiedene Dinge tun kann. Ja, Wochenenden sind die besten. Sie geben uns Zeit zum Entspannen und das Leben zu genießen. Ich stimme zu. Ich plane immer meine Woche so, dass ich mich auf das Wochenende freuen kann.
Tom, wann planst du normalerweise deine Wochenendaktivitäten? Ich plane meine Wochenendaktivitäten normalerweise am Freitagabend. Ich setze mich mit einer Tasse Tee hin und denke darüber nach, was ich tun möchte. Und du? Ich plane auch am Freitagabend. Ich schreibe eine kleine Liste mit Dingen, die ich tun möchte. Es hilft mir, meine Zeit gut zu nutzen. Das ist eine gute Idee. Eine Liste macht es einfach, sich an seine Pläne zu erinnern. Ja, und es macht mich glücklich, wenn ich meine Aktivitäten abschließe. Ich mag es, Dinge auf meiner Liste abzuhaken. Ich empfinde das genauso. Planung macht mein Wochenende lustiger. Ich weiß, was mich erwartet und kann jede Aktivität genießen. Tom, änderst du manchmal deine Pläne am Wochenende? Ja, manchmal ändere ich meine Pläne, wenn das Wetter nicht gut ist oder wenn ein Freund mich zu etwas Neuem einlädt. Und du? Ich ändere manchmal auch meine Pläne. Wenn es regnet, bleibe ich vielleicht zu Hause und lese ein Buch, anstatt in den Park zu gehen. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, flexibel zu sein. Ich schaue am Freitagabend immer das Wetter an, bevor ich plane. Ja, das mache ich auch. Ich hoffe immer auf sonnige Tage am Wochenende. Ich auch. Sonnige Tage machen Outdoor-Aktivitäten lustiger. Tom, hast du Fragen zu meinen Wochenendplänen? Ja, Luzi. Um wie viel Uhr wirst du am Samstag aus dem Park zurück sein? Ich plane, um 18 Uhr zurück zu sein. Ich möchte etwas Zeit zum Entspannen haben, bevor es Abendessen gibt. Und du, um wie viel Uhr wirst du von deinem Familienbesuch zurück sein? Ich plane, um 13 Uhr nach Hause zu kommen. Ich werde ein leichtes Mittagessen haben und dann vielleicht etwas einkaufen. Das ist ein guter Plan. Wir haben beide Zeit, uns nach unseren Aktivitäten zu entspannen. Ja, es ist wichtig, Freizeit zu haben. Ich sitze gerne mit einer Tasse Tee und entspanne mich nach einem hektischen Tag. Ich stimme zu. Ein wenig ruhige Zeit macht das Wochenende besser. Tom, möchtest du dich am Sonntag treffen, um über unser Wochenende zu sprechen? Ja, das würde ich gerne. Wir können uns um 16 Uhr im Café in der Nähe unserer Häuser treffen, um unsere Geschichten auszutauschen. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich darauf, von deiner Fahrradtour und deiner Zeit im Park zu hören. Und ich möchte von deinem Familienbesuch und deinem Picknick hören. Es wird Spaß machen, unsere Pläne zu vergleichen. Ja, das wird es. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie lassen mich mehr mit meinen Freunden verbunden fühlen. Ich stimme zu. Über unsere Pläne zu sprechen hilft mir, darüber nachzudenken, was ich das nächste Mal tun möchte. Hast du Ratschläge für mich zur Planung eines Wochenendes? Ja, das habe ich. Ich denke, es ist gut, eine Mischung aus Aktivitäten zu planen. Du solltest etwas Spaß, etwas Bewegung und etwas Zeit zum Entspannen haben. Und du? Ich stimme zu. Ich plane gerne verschiedene Aktivitäten, damit mir nicht langweilig wird. Ich schließe immer etwas Freizeit in meinen Plan ein. Das ist sehr wichtig. Freizeit ist die beste Zeit. Dann kannst du tun, was du magst. Ja, und ich überprüfe meinen Plan auch am Freitagabend. Es macht mich bereit fürs Wochenende. Das mache ich auch. Es ist wie eine kleine Erinnerung an all die spaßigen Dinge, die kommen werden. Tom, möchtest du irgendwann einen Wochenendausflug planen? Ja, das würde ich sehr gerne. Vielleicht gehen wir an den Strand oder besuchen eine kleine Stadt. Das ist eine großartige Idee. Ich liebe den Strand. Wir können schwimmen, am Sand entlang gehen und ein Picknick machen. Ja, und in einer kleinen Stadt können wir neue Geschäfte erkunden
in einem netten Restaurant essen und ein Museum besuchen. Ich bin sehr aufgeregt über diesen Plan. Wir sollten unsere Kalender überprüfen und ihn bald planen. Ja, ich werde meinen Zeitplan für nächsten Monat überprüfen. Einen Ausflug zu planen macht Spaß und gibt uns neue Erfahrungen. Ich stimme zu. Ein Wochenendausflug ist eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Orte zu sehen. Ich habe das Gespräch über unsere Wochenendpläne wirklich genossen. Es macht mich glücklich und aufgeregt für die kommenden Tage. Ja, ich habe es auch genossen. Planung macht unsere Wochenenden interessanter und unterhaltsamer. Ich freue mich darauf, dich am Sonntag im Café zu sehen. Wir werden unsere Geschichten teilen und vielleicht neue Aktivitäten für das nächste Wochenende planen. Ich freue mich auch darauf, Luzi. Habe ein schönes Wochenende. Genieße deinen Familienbesuch und deine Zeit im Park. Danke, Tom. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende mit gutem Wetter und spaßigen Aktivitäten. Bis Sonntag. Bis bald, Luzi. Hab einen schönen Tag. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.